Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stanley Parable. Ja, wir sind wieder da, wo wir sonst auch immer so sind, ne? Oh, guck mal, Kabel unterm Tisch. Das ist aber so unfallverhütungstechnisch ist das schlecht, ne? Gut, so. Büro ist unverändert. Uhrzeit checken. Jo, früh. Früh ist es. Dann würde ich sagen, wir eiern mal los. Heute gehen wir in den Königsweg, denn wir wollen in die Mind Factory. Ich bin gespannt. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Die machen wir auch aus. So. Wunderbar. Was? Ja, okay. New Content. Wer auch immer da den Neon-Schriftzug aufgehängt hat. Gibt es hier was Neues? Oh, good. You notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Oh nein! Jetzt lassen wir uns schon wieder ablenken, oder? Ach, verdammt. Immer das Gleiche. Ja, wir lassen uns ablenken. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich in die Mind Factory, verdammt. New Content. Ich bin immer noch super amüsiert über seinen Ausspruch. Funny. Super. Echt mega gut. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Oha. Ja, zweiter Teil. Wir sind im zweiten Teil gelandet. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Jo. Willkommen bei The Stanley Parable. Zweiter Teil. The end is never the end, and again. Wunderbar. Ich freue mich, total. Ach, guck mal, jetzt gibt es hier auch rote Becher, ne? New Mug. Ein ganz neuer Kaffeebecher. Völlig neu erfunden für den zweiten Teil von Stanley Parable. Finde ich gut. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Guck mal, es gibt jetzt auch rote Telefone, rote Fächer. Yes, das ist nice. Das ist ja... Oh. Ja, dann weiter, ne? Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Ich liebe diesen Humor. Es tut mir echt leid, aber man muss den Humor echt teilen, um das Spiel spielen zu können und auch diese Gemeinheiten überhaupt zu überstehen. Ja, dann will ich mal sagen, wir laufen mal über den wunderbaren Teppich hier. Hier ist nix. Da hat sich jemand Post-its gemacht. Sehr schön. Was haben wir hier? Ach, guck mal, hier gibt es jetzt auch wunderbar Präsentationsbildschirme. Nicht mehr Bilder, sondern jetzt gibt es elektronische Bildschirme als Bilder. Sehr schön. So, Wasserspender, gib mir mal einen Schluck. Danke. Da kann man nicht hin, aber es sieht geil aus, ne? Voll das geile Büro, mal ohne Witz. Das ist so ein typisches Industriegebäude, was dann bis auf den Kern runter saniert wurde und dann wurden die Mauern so gelassen. Ich finde diesen Style total geil. So, was haben wir hier? Aha. Sehr schön. Oh, da ging die Tür auf. Wunderbar. Da gucken wir gleich mal rein. Ne? Was haben wir hier? Kaffeebecher. New Mug.
Sehr schön. Wow, das ist mal ein geiles Büro, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Hier würde ich auch gern arbeiten. Ey, das ist ja mega cool. Ah, guck mal, die haben Vogel-Laptops. Bird. New Content is out. New Content Part 2 is in. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Ja, stimmt. Oh, guck mal. Für die Rollenspieler unter uns. Wunderbare Kerzenhalter oder Teelichtständer. In Würfelformat. Wunderbar. Hier Vögel und hier eine fette 2. Wunderschön. 2 doors. Oh, guck mal, so mit Lounge-Ecke. Boah, komm, wir chillen uns mal hin, ey. Ah, endlich mal runterkommen. Ich finde, so ein bisschen Stanley ist auch wirklich wunderbar, um vom Arbeitsalltag ein bisschen Abstand zu gewinnen. Mein Tag heute war sehr, sehr stressig und deswegen, ich habe mich total gefreut, dass ich ein bisschen Stanley spielen kann und dem Narrator ein bisschen zuhören darf. Also unserer Stimme im Kopf. Jetzt ist die Frage, wer ist Stanley und wer ist der Erzähler von den beiden Hirnhälften? Naja, wie dem auch sei. Was ist das hier? Ja, okay. Weiter geht's. Ach, nee, guck mal. Stanley Parable 2. Da ist der Stanley auch zweimal dabei. Es ist schon, die haben sich schon was einfallen lassen, ne? Muss man echt sagen. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Ah ja, wir sind gespannt. Ah, Zimmerpflanzen gibt's hier. Wunderbar. Da geht die Tür wieder zu. Coke-Automat. Gib doch mal eine her, Mensch. Was gibt's denn hier für Sorten? Kennt kein Mensch, oder? Nee, kennt kein Mensch. Dirter Drink. Gut. Wer hat den roten Marker? Ich. Klassiker. Echter Klassiker. Ah ja, guck mal hier. Da hat man sich schon mal die Spielfiguren überlegt. Auf jeden Fall 2 Augen, 2 Ohren und Arme und alles, was dazugehört für quasi eine Figur. Was haben wir hier? Design, Pitch, Break, Pitch Design. Wunderbar. Oh, da hat man sich mit der 2 auch unheimlich verkünstelt. Was gibt's hier? Nix. Ja, dann gehen wir weiter hier. Ja, ist hier Desk-Sharing, ne? Jeder kann scheinbar überall sitzen. Dann nimmst du halt deinen Laptop mit und ab dafür. Crap. Ah, wunderbar. Ja, das ist aber auch geil, ne? Echt? Also, ich finde... Cool. So. Der Weg zum Showfloor. Ich würde aber lieber gern hier ins Dunkel gehen. Okay, wir gehen in den Showfloor. Wow. Mit Kino oder was? Und da gibt es einen New Content Bus. Aha. Boah. Ganz schöner Aufriss, den die sich hier gemacht haben eigentlich, ne? Können wir in den Bus steigen? Hallo? Machen Sie gerade Pause? Hallo? Wo fahren Sie denn hin? Nach New Content. Okay, hallo? Hm. Two. Hall 2. Was? Was ist denn das für eine geile Halle? Also, mal ohne Witz. Schön ist es, ne? Here we are. Go on. Try out some of the new features. So, ich habe als erstes die Leertaste gedrückt. Okay. Springen geht nicht. Oh, Merchandise. Ja, ich liebe Merchandise. Hallo? Merchandise. Ich will hier was kaufen. Ich hätte gern das T-Shirt Nummer 2. Bin ich das? Das bin ich, oder? Ey, krass.
Ey, der New Content ist mega. So, wo geht's denn hier hin? The Stanley Parable, Beruhigungseimer, Büro, Dekoration, unendliches Loch. Beides führt in die... Okay. Ich will mich aber erstmal hier ein bisschen umgucken, ne? Was gibt's hier? Bürodeko, jo, Eimer und der Knopf, der den Namen des Spielers nennt, der das Spiel spielt. Den will ich drücken. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Der Knopf ist irgendwo hier, ne? Der Knopf, der deinen Namen sagt. Ist der da drin? Da oben ist der. Jo, auf den hätte ich ja auch Bock, ne? Lass uns aber erstmal... Oh nein, und hier gibt es auch noch eine Treppe nach oben. Oh, verdammt. Ich will erstmal den Knopf drücken. Nein! For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Krasses Lichtband, oder? Mal ohne Witz. Was? Der Button, der den Namen des Spielers sagt. Ey, wenn es das gäbe, würde ich voll Paranoia werden, ne? Name! Okay. Too big, too small, just right. Ja, die Road to the Perfect Button ist kurz, ne? Entweder zu groß oder zu klein oder in Ordnung. Gut, wir schauen uns mal um. Ach, guck mal, da hat jemand seinen Laptop vergessen. Hahaha. Ach, gesperrt. Was soll denn das? Name. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you roleplay as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Ah ja, ich fühle mich schon wie ein Jim gerade. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Ja, hoffentlich sagt er meinen Namen. Jim. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Nein, ich muss es nochmal hören. Ich bin doch Jim. Der Knopf sagt meinen Namen. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. Ja, schade. Mensch. Aber ja, ich hab's gefühlt. Ganz tief in mir drin habe ich gefühlt, wie es ist, ein Jim zu sein. Ist auch nicht besser als Necro. Oder Maria, Eva, Philipp, Klaus. So. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Please, no screenshots. Investor Showcase. Wow. Wieso habe ich hier so einen Handy-Sound? Das ist ja geil. Red is a new orange. Wow, der Teppich ist ja crazy, ne? Ja, das Hochregal ist tatsächlich neu. Guck mal, das ist voll witzig, wenn man hier hingeht.
Ich will ja den Knopf drücken. Ich will der neue Jim sein, Mann. Das ist ja auch lustig. Schöne Fotomontage. So, ein bisschen Handysound noch. So, wo ist er? Hey, wo ist er hin? Ah, ist das fies, oder? Jetzt ist die Frage, wo wollen wir eine hingehen? Ich bin gerade total aus dem Häuschen. Weil es tatsächlich neuen Content gibt. Hier, hey, keine Screenshots machen, ne? Also auch an euch bitte. Ihr wisst ja, zweiter Teil ist noch voll inoffiziell. No Screenshots. So, wir schauen uns mal hier um. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Ist das witzig. Ja, ich bin auch für ein neues Büro. Oh nein! Unser geliebter Raum. Aufenthaltsraum. Oh, guck mal da mit der Kaffeemaschine und schön. So, weiter geht's. 432. Ah ja, das ist der, den ich so ausgedacht habe, den Arbeitsplatz mit dem Bleistiftanspitzer. Okay, hallo? Get Well Someday oder Happy hier zum 12. Geburtstag? Ich würde ja eher den nehmen, ne? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, stepniece, it is. Nein, Mann, den wollte ich nicht. Ich hab doch... hey, ja, Luftballons sind super. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Vor allen Dingen... ja, es macht's auch gleich viel sympathischer mit den ganzen... Oh, guck mal, der Luftballon da oben, hey. Dem geht's nicht so gut. Ja, komm, schön. Die Luftballons, die reißen es total raus. Oh Gott, ist das hier riesig. Ja, Jump Circle. Ich will. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Och Leute, gib mir doch... Ich will noch ein paar Sprünge. Och Mann, oh. So, was haben wir hier? Free New and Easy Achievements. Jo. Achievements. Ganz wichtig. Wir haben uns ja letztes Mal richtig einen abgerackert, um hier Rüttel 5-mal an der Tür Achievement zu kriegen. Wo geht's denn hier hin? Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Was? Kriege ich auch ein Achievement für einen Hubwagen fahren? Hey, Hubwagen. Manno. Was haben wir hier? Regallager. Okay, hier ist ein Töff. Da ist nichts drin. Die Achievement-Maschine. Geil. Was hier alles für... Guck mal, was hier alles für alte PCs stehen. Guck mal, die haben noch so alte Laufwerke. Ne, DVD-ROM-Laufwerk. Boah, antiquiert. Mega. Sieht man sonst nur im Museum. Hey, das sieht schon ein bisschen mehr High-End aus hier. Gibt's hier irgendwas? Nee. Vor allem, was ist denn das hier für ein Verschlag, Mensch?
Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Gamers? Ach komm, gib mir ein Achievement. Was soll denn das? Ach, da haben wir uns auch alle jetzt drauf gefreut. Der Sprecher verarscht uns, ne? So, jetzt schauen wir mal. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Wir haben noch nicht gesehen, also den Jump Circle haben wir gesehen, da hinten waren wir noch nicht, wo irgendwelche Bilder an der Wand hängen. Ich war aber auch noch nicht hier bei der riesen Stanley-Figur. Collectibles, yes! Nice, gib her das Ding. Oh, das bin ich. Yeah! Can you find them? Can you find them? Can you find them? Collect them all. Ist das geil, oder? Ich will die Figur. Komm schon, die wird sich voll toll machen in meinem Wohnzimmer. Ach, dammit. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Ja, nehme ich. Ich nehme sie alle. Komm schon. Was? Ja. Oh nein. Geh nicht zum Licht. Oh, guck mal, da sind Figuren. Ja. Ich will sie sammeln. Komm schon. Nice. Collect them all. Will ich. Oh, komm. Was ist das für Musik jetzt? God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Entschuldigung, ja, ich sammle auch gern. Ich sammle leider auch gern, aber hey, geil, oder? Was es hier nicht alles zu sehen gibt. Dann würde ich sagen, wir gucken mal da unten rum, ne, wo die Bilder sind. Ich will immer rennen. Geht gar nicht, ne? Ach, guck mal, hier gibt es wieder schon wieder eine Chill-Lounge. Oh, ist das geil. So, was haben wir hier? Auch geil. Was gibt's hier? Jesus Gott. Okay. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Ja, ich würde sagen, so ein Loch, wo man ewig fällt, das braucht man. Das fehlt in jedem guten Videospiel, fehlt ein Loch, in dem man ewig fällt. Echt jetzt? Ist die Frage, will ich da reinspringen? Können wir aus dem Fenster springen? Nee, schade. Ja dann, jump around! You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole,
you can press the teleport button to pop back up to the top and we can continue onward. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Lass uns mal kurz gucken. Ein unendliches Loch, was gar nicht unendlich ist. Das ist ja eine Frechheit. Ich will aber nochmal springen. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Ja, ihr wisst ja, was passiert. Ich bin bei sowas ja immer ausdauernd. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about, and I've had enough of the hole for a lifetime. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Och Mann, ich will wieder so lange fallen. Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite... How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Is the, teleport button not working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Also ich drücke den Knopf nochmal, also ihm hat es tatsächlich nicht funktioniert. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together.
Wenn ich hier gefangen bin, ist es doch auch. Er ist doch in mir, oder? Lass mich raus. Also G funktioniert nicht. Okay, wir sind hier wirklich gefangen. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Oh nee, was passiert hier jetzt? Ja, dann würde ich sagen, wir genießen das Spektakel. My head's stronger. Now you're no longer using up the space of mine. Afsluiten op stuur, dat stelt verweerd. Stanley? Stanley? Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up
to keep you really, truly focused on the whole. From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Ach, jetzt hatte ich mich gerade ans Loch gewöhnt. Ich wollte einen neuen Song kreieren. Ja, ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit machen wir einen Folgenwechsel, oder? Wir wechseln die Folge. Oh, was passiert jetzt gerade? Das müssen wir noch kurz abwarten. Jo, wir sind wieder hier. Ja, ich würde sagen, wir wechseln die Folge auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich finde das Spiel immer noch mega gut. Gerne mal in die Kommis, was ihr von dem Spiel haltet. Also wer es nicht kennt, bitte spielt's. Es ist irre. Es ist irre witzig. Und ja, genießt die Zeit. Bleibt mir weiterhin gesund. Bis gleich. Ciao.